Gegründet haben wir uns im letzten Jahr, also im Frühjahr 2020, und haben da hier vor den Toren Magdeburgs einen alten Gewächshausbetrieb übernommen, den wir für unsere Zwecke umgebaut haben und so vorbereitet haben, dass wir hier unseren Salicornia anbauen können. Und das Besondere bei uns ist, dass wir wirklich wahre Pionierarbeit leisten, weil es eigentlich noch keinen Salicornia-Anbau in Deutschland gibt. Und gleichzeitig ist auch der Markt für den Salicornia eine Nische, in der wir uns bewegen. Von daher ist es wahre Pionierarbeit. Genau. Ja, der Salicornia, oder wie wir ihn auch nennen, Seespargel, ist eine Salzpflanze, und diese Salzpflanzen, die findet man eigentlich überall in den Küstenregionen. Die haben sich spezialisiert auf diesen Zwischenbereich, wo das Meer auf die Landmasse trifft. Und da haben die sich angepasst und haben gelernt, mit diesen Mineralien umzugehen. Daher gibt sich dann auch dieser besondere Geschmack von dem Salicornia, der ja so angenehm salzig ist. Und das ist auch dieses Spannende an dieser Kultur, dass man hier mit einem Rohstoff arbeitet, den die Landwirtschaft eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kann oder nur wenig gebrauchen kann. Und wir erzeugen aus diesem ungeliebten Rohstoff Salz einfach ein extrem hochwertiges Gemüse, was sehr lecker schmeckt, zart zitronig, knackig im Biss, sehr frisch. Und hinzu kommt, dass es auch wirklich sehr gesund ist. Ich denke, was besonders innovativ bei uns ist, dass wir uns eigentlich für den Salicornia-Anbau ein komplett neues und auch eigenes Anbausystem entwickeln mussten, weil es eben noch kaum Erfahrung in dieser Kultur im Gartenbaubereich gibt. Und wir haben da beispielsweise eigene Bewässerungstechnik entworfen, wir haben aber auch eigene Erntetechnik für uns entwickelt. Und ja, eben dieses Zusammenspiel aus Technik, aber auch aus dem Pflanzenbaulichen, was noch absolutes Neuland ist, das macht eigentlich unsere Innovation aus. Also unsere Salzpflanzen sind ja ganz besonders auf die Versorgung mit Salz angewiesen, und da haben wir das große Glück, dass wir hier in der Umgebung den aktiven Kalibergbau haben. Dort fallen im Moment noch ungenutzte Nebenprodukte an, die dort einfach auf einem großen Berg aufgehalten werden. Kann bisher einfach nicht anderweitig genutzt werden, aber wir können das für unsere Salzpflanzen ziemlich gut nutzen. Also es ist ein kreislaufwirtschaftliches Modell, was wir da fahren, aus Wiederverwendung dieser ungenutzten Produkte, die aber auch viel besser für unsere Salzpflanzen taugen. Wir stehen eigentlich vor der Herausforderung, dass jeden Tag 2000 Hektar Ackerland durch Versalzung verloren geht. Das entspricht einer Fläche von 2800 Fußballfeldern. Und der Salicornia-Anbau oder auch der allgemeine Salzpflanzenanbau bietet eben diese riesige Chance, diese Flächen wieder nutzbar zu machen und dort Lebensmittel drauf zu erzeugen. Ich denke, dass es noch ganz viele andere Nischenprodukte gibt, gerade im Gartenbaubereich. Und wir würden gerne ermutigen, dass auch andere sich solche Nischen erschließen. Das bietet natürlich, das birgt am Anfang eine ganze Menge Risiken, bietet aber auch die Chance, dass man einfach erstmal mit relativ niedrigem Wettbewerbsdruck starten kann und sich den Markt so ein bisschen selber erschließen kann. Und was wir auch festgestellt haben, was ganz, ganz hilfreich ist, dass man sich untereinander vernetzt und austauscht, und jeder profitiert davon. Und da können wir nur sagen, diesen Austausch, den sollte man fördern. Und trotz vieler Risiken, aber auch Hürden und Schwierigkeiten haben wir es jetzt geschafft, unsere Idee in die Tat umzusetzen. Und das wäre ohne die Förderung so nicht möglich gewesen. Und da können wir auch, oder ermutigen wir auf jeden Fall alle, die da mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, sich auch diese Förderlandschaft vor Augen zu führen, zu schauen, welche Fördertöpfe gibt es. Es gibt eigentlich für jeden Bereich irgendetwas, und dass man diese Ressourcen auch aktiv nutzt und sich dadurch das mit der Finanzierung deutlich erleichtern kann.